Hallo, willkommen im 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Mainstream entdeckt kommenden Silberboom. Disclaimer. Der Mainstream bereitet also die Menschheit auf eine hohe Silbernachfrage durch Solarunternehmen vor, die durch neue Technologien mehr Silber pro Solarpanel benötigen als bisher. Die Firmen können zwar auf andere Metalle wie vor allem Kupfer umsteigen, doch zu den niedrigen Silberpreisen brauchen sie es nicht machen. Das führt unweigerlich zu einer zunehmenden Silberknappheit, es sei denn, der Silberpreis steigt über $30 pro Unze. Sehen Sie auch den Bloomberg-Artikel in der Beschreibung. Dieses Narrativ soll nun offenbar die Nachfrage durch Investoren verdunkeln. Vorerst denn weshalb ein Silberanstieg über $30 oder mehr kommt, ist für uns aktuell unwichtig, da wir nur einen Silberpreisanstieg von über 100% in den kommenden 8 Monaten erwarten, der eine Goldaktien, vor allem Silberaktienrallye auslösen wird. JC, jemand auf Twitter, ein Analyst, dazu mit folgenden Anmerkungen. Nach einer Reihe von Zuführungen von Silberbeständen an die Comics gingen die Bestände um 626.000 Unzen zurück und die registrierten Bestände fielen um 3,1 Millionen Unzen. Zwischen den Nachrichten über den BRICS-Staaten und den Berichten über den Solarboom, der die Bestände aushöhlt, könnte es am Montag zu einem Silberpreisanstieg kommen. Silbersqueeze, das ist das englische Wort, das er benutzt hat. Ja, möglich. Ich sage nur, wiederhole das nur, was andere Statisten und Analysten sagen. Absolut möglich. Ich finde, Silber hält sich gut. Viele hatten jetzt erwartet, dass Silber weiter runtergeht. Ich denke, das ist nicht mehr möglich und genauso kann es auch hochschnappen. Hat er auch irgendwo gelesen, wenn das passiert, kann es ganz schnell auf Richtung 27 bis $28 Silber steigen. Also das ungeheurer Druck auf den Kessel. Ja, und natürlich muss man erklären, warum Silber steigt. Es steigt natürlich selbstverständlich nicht wegen der gedrückten Geldmassen und der Unsicherheit hinsichtlich des Finanzsystems, sondern selbstverständlich, weil mehr Silber in Solarpanelen verbaut werden. So, diese Erklärung muss geredet werden, wenn man die Mehrheit natürlich davon überzeugen will, das ist ein ganz normaler Vorgang, der Silberpreisanstieg. Und das hat irgendwie nichts mit Inflation oder sonst was zu tun. Unabhängig davon ist natürlich klar, die Silberbestände haben sich seit 1950 ja von 10 Milliarden Unzen auf circa 1 Milliarde jetzt abgesunken. Natürlich, wir haben irgendwo einen Verbrauch von knapp 100 Millionen Silberunzen pro Jahr. Natürlich führt das immer zu geringen Lagerbeständen und die COMEX kann das kaum noch decken. Also sie müssen höheren Silberpreis zulassen. Ich denke, das sehen wir in 8 Monaten. Ich denke mal, es wird eine Verdopplung geben und wir haben uns einen Gold- und Silberaktienboom. Besonders viele Penny Stocks Aktien, die jetzt noch im Bereich 15, 20 Cent bewegen, können sich dann Richtung $1 mehr bewegen und einige eben massiv drüber hinaus. Ja, hier nochmal ein Gold- und Polymetall-Projektgenerator aus Schweden. Ähm, ja, also die haben insgesamt 5, 6 Projekte und einmal in Mittelschweden, wie Sie auf der Karte sehen, am Nordschweden, ja auch an der Grenze zu Finnland. Also ich kann mal vorlesen, befindet sich ja im Bergbaudistrikt Bergslagen in Südmittelschweden. Das Gebiet ist bekannt für Polymetallminen von Weltklasse wie Bolidens Grapenberg und Lundin Minings Zinkgruben. Äh, Tembo ist gut mit Straßen, Eisenbahnlinien und Stromleitungen durchzogen. Die Grafenbeck-Mine von Boliden liegt 25 Kilometer südöstlich und die historische Falun-Mine 25 Kilometer nordwestlich. Die Zinkgruvan-Mine von Lundin befindet sich 175 Kilometer südwestlich. Tamtemo enthält dasselbe Muttergestein, dieselbe Struktur, Alternation und Mineralisierung wie die Mine Grafenbeck, Falun und Zinkgruben.
Ja, zwei historische Minen und zahlreiche mineralisierte Vorkommen befinden sich entlang des mehr als 17 Kilometer langen Trends auf dem Grundstück. Die Mineralisierung in den historischen Minen Tom Tebow und Lowas scheint in alle Richtungen offen zu sein. Moderne systematische Explorationen wurden auf dem Tom Tebow-Grundstück nie durchgeführt. Die Grafenberg-Mine also hat 123 Gramm pro Tonne Silber, 4,5% Zink und 1,9% Blei. In dem Zusammenhang wurden auf den Gebieten, also ich glaube, das sind noch 5, 6, die sie haben, wurden auch auf 0,4 Meter absolute Spitzenergebnisse gebohrt. 384 Gramm pro Tonne Gold und 855 Gramm pro Tonne Silber. Die Mine hat etwas enttäuscht. Ich denke, es hing zusammen mit den Genehmigungen, die sie jetzt offensichtlich langsam hier bekommen haben. Und es könnte sein, dass die Aktie jetzt ihren Boden gefunden hat und möglicherweise dann wieder in alte Höhen. Sie sehen es ja, sie ist ja hier von 2020 Anfang von 10 Cent auf 50 Cent gestiegen. Das könnte natürlich, wenn es jetzt bei Gold und Silber wieder besser aussieht, wieder in diese Richtung hingehen. Und natürlich, wenn der Boom dann dementsprechend stärker wird, drüber hinaus. Also meiner Meinung nach ist interessant, die Jurisdiction. Schweden ist gut, es ist hochgradige Gold und Silber. Diese extrem guten Bohrergebnisse sind interessant. Diese vielen polymetallischen anderen, also Zink, Blei, Nebenprodukte, sehr gut. Sie sind in der Nähe großer Minen. Ähm, ist meiner Meinung nach ein Unternehmen, das man sich mal ansehen sollte. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung. Ja, hier nochmal Grundsätzliches zu Gold. Also Gold könnte eben analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $ steigen. Wie kommen wir darauf? Es sieht charttechnisch absolut ähnlich aus wie in den 1970er Jahren. Dort ist damals hier im Jahr von 19, Ende 1978 bis 19, Anfang 1980 Gold von 200 $ auf 850 gestiegen. Vorher wurden die Leute, sage ich mal, aber noch mit einer Riesendrückung sozusagen rausgescheucht. Die sollten natürlich nicht an diesem Gold- und Silberboom mit teilnehmen. Noch besser haben sich natürlich die Aktien entwickelt, deswegen investieren wir in diese Aktien. Es sind einige Beispiele, die ja bis heute faszinieren. Hier 5 $ Cent auf 19 $, 10 Cent auf 36, 20 Cent auf 40. Also das heißt, aus 1000 $ wurde nicht selten 100, 200, 300.000 $. Einfach unglaublich. Und Ähnliches kann sich wiederholen, weil Sie müssen sich bewusst machen, dass die Gold- und Silberaktien im Verhältnis zu Senioraktien und eben auch zu Gold und Silber selbst extremst niedrig bewertet wird. Das war möglicherweise in den 1970er Jahren nicht so, weil es noch gar nicht diese Möglichkeiten dieser Preismanipulation mit Derivaten so gab. Ja, also wir glauben, dass es einen relativ moderaten Anstieg geben. Also wir glauben an die Verdopplung von Silber mehr oder weniger. Und in den nächsten 6 bis 8 Monaten und ja, moderaten Anstieg von Gold, vielleicht von 25%, irgendwo 2300, 2400. Wir werden das sehen, vielleicht auf 2600, wie Michael Oliver meint. Das ist insgesamt nicht so viel. Aber für Minen bedeutet das dann alles. Wenn sich, wie gesagt, Gold vielleicht um 25% hoch geht, steigen eben hier wie diese Mine hier, die steigt eben hier von 2 Cent auf 36 Cent. Das ist fast eine Verzwanzigfachung. Das sind ja bekanntlich 2000%. Und dann setzen Sie einfach mal in Relation 25% oder ich runde das eben einfach mal ab und 2500%. Das heißt, 100, Minen können bis zu 100 Mal besser sich entwickeln als Gold selbst. Das muss man sich bewusst machen. Natürlich nicht alle, man muss Glück haben, aber die sind so extrem unterbewertet. Einige schaffen das garantiert. Das ist der Hebel, der Minen in der Frühphase eines Bullenmarktes da ist. Es hängt die Frühphase eben, weil sie immer noch völlig am Boden zerstört ist. Wenn es nachher schon höher ist und Gold steigt dann auf 3.000, 4.000, sind ja diese Minen vielleicht schon bei 1 oder 2 $ bewertet und die steigen ja vielleicht auf 3 oder 4. Also sie steigen synchron mit Gold. Der große Hebel ist jetzt. Jetzt ist eine interessante Zeit für Gold- und Silberaktien. Ja, sie sind eben extrem unterbewertet, hatte ich schon hier erwähnt. Diese sogenannten Union-Explorationsaktien sind im Verhältnis
zu den Majors, also zu den großen Goldaktienunternehmen, extrem unterbewertet. Das kann sich sehr schnell entladen, sozusagen, wie im Jahr 2002 kann diese Lücke geschlossen werden. Das bedeutet durch einen riesigen Preisanstieg bei Penny Gold-Aktien dann. Und auch hier nochmal generell, hier werden Goldaktien als Anlageklasse mit Gold verglichen. Seit 1996 sind wir merkwürdigerweise in einem Bärenmarkt eigentlich, der erst jetzt seinen Boden gefunden hat. Und die Chartisten glauben eben, dass in einer Rieseneruption diese Unterbewertung beendet wird und dementsprechend führt das eben auch zu enormen Gold- und Silberaktienpreisanstiegen. Ja, wie hätte man 1970 im Bullenmarkt optimal gespielt? Im Prinzip ganz easy. Einfach in Top Gold- und Silberaktien investieren, Penny-Aktien verteilen, gute nachkaufen, weiter beobachten, nachkaufen, verteilen und so weiter und so weiter. Aussitzen, Rückgänge aussitzen, wiederum nachkaufen. Und wenn diese Eruption kommt, wie gesagt, wir glauben irgendwo, die Goldaktien, Silberaktien sind, sag ich mal, relativ teuer, wenn Silber sich verdoppelt hat. Wir hatten damals beim letzten Silberboom nach der Finanzkrise, war schon bei 32 $, obwohl es noch auf 50 $ stieg, im Prinzip schon Schluss. Da gab es keine Unterbewertung von Goldaktien. Wie ich gesagt habe, ab 32 $. Bis dahin waren sie überproportional, haben sich gegenüber Gold oder in dem Fall Silber entwickelt und danach nur noch proportional. So, wir wollen eben diese überproportionale Entwicklung. Wir denken, dieser Preis liegt irgendwo bei 40, 42 $. Danach sind Gold- und Silberaktien vermutlich nicht mehr so interessant und es macht dann eher Sinn, zum Beispiel in physische Metalle zu investieren. Wie dem auch sei, man muss vorher investiert sein, dann kommt dieser Punkt, dann verkaufen sie das und 1980 wäre es eben sehr gut gewesen, sie hätten dann einfach die Anlageklasse gewechselt. Also da haben alle vermutlich über Inflation und sonst was gesprochen, alle nur noch über Gold. Und das legt im Allgemeinen dann, wenn dieser Inflationszyklus vorbei ist, legt das eigentlich den allgemeine Basis für einen normalen Aktienzyklus. Also das waren ja gute Aktienjahre von 1980 bis 1999. Und Sie sehen das ja, hätte man Berkshire Hathaway 1980 investiert, zum Beispiel seine Goldaktiengewinne und 1999 verkauft, hätte man hätte man profitiert von Goldaktien, hätte einfach 50 $ investiert, 1976, 77 investiert, hätten 1999 1 Million $ gebracht. Das ist, wie gesagt, einfach der Blick zurück, aber es hilft uns vielleicht für die Zukunft einige Schlüsse zu ziehen. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Goldaktien dürften irgendwann ansteigen, stark explodieren. Die Unterbewertung wird beendet. Wir marschieren von Penny-Gold-Aktien in den Dollarbereich oder Mehr-Dollar-Bereich. Sie werden schlicht und einfach teuer. Positive Stimmung. Aber es wird eben Neider geben oder auch Gefahren. Einfach könnte ich mir vorstellen, dass die Länder, wo die Minen laufen, dass sie sich, sage ich mal, möglicherweise die Minen enteignen können, extra Steuern, einfach Schwierigkeiten machen. Aber auch unser eigenes Bankensystem wird instabiler. Wir müssen einfach auch zusehen, dass wir sozusagen, dass diese Gewinne auch noch einfahren können, zum Beispiel durch den Kauf von mehr Sachwerten, mehr Gold und Silber. In dieser Phase ist es dann zunehmend ratsamer, selbst eine Bank zu sein, damit nicht einfach auf den physischen Besitz selbst zu sitzen und dann einfach mal abwarten, was dann passiert. Dann kommt es möglicherweise diesen sogenannten ökonomischen Tiefpunkt. Das ist 1980 war das so. Da hat sich dann der Goldpreis mit dem Dow berunden, also extrem niedrige Börsen, extrem hoher Goldpreis und da wäre es ideal gewesen, dann umzusteigen und Standardaktien zu gehen. Und dann ging es im Grunde genommen hier von ein Dow kostete 1 Unze Gold und schon im Jahr 2000 konnte man diesen Dow für 44 Unzen verkaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt glauben die Statisten, es geht noch tiefer, dass man vielleicht für eine Unze
2 DAO oder 4 DAO kriegt. Und wenn das dann irgendwie, was man kaum zu glauben ist, durch super technologische Entwicklung, durch einen Megaboom nach dieser Riesenkrise, wenn es so tief ist dann vielleicht sogar denkbar, dass es dann hier nochmal höher geht und vielleicht kriegen wir dann, erleben wir das alle nochmal, kriegen wir dann für einen DAO irgendwann 100 Unzen. Aber ich meine, Langfristprognosen sind extrem schwierig. Es kann sich jetzt in der Zukunft so viel ändern. Die können ja Metalle von überall extrahieren, je mehr die Technologien gehen. Die Robotik könnte ungeheuren Aufschwung erleben. Aber das sind die Probleme von übermorgen. Im Augenblick, denke ich mal, ist Gold und Silber ein ganz gutes Investment, einfach um zum Beispiel systemische Krisen begegnen zu können, die Kaufkraft zu sichern und auch zu steigern und ihn hoffentlich mit Gold- und Silberaktien überproportional zu steigern. Ja, also ist die Situation und wenn dieser ökonomische Tiefpunkt kommt, also damals 1980 so, konnte man sogar für 500 Unzen ein Haus kaufen. Das sind dann eben 500 Unzen mal 50, 25.000 Dollar von 1980. Und das würde dann ja bedeuten, wenn wir in diesem Bereich gehen würde, kriegen Sie vielleicht mit 200, 300 Unzen ein Standardhaus. Das muss man abwarten. Fazit. Also man muss die Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen vornehmen. Nicht von Opferereignisse werden, sondern schauen, was passiert bei diesen Ereignissen und welche Anlagegruppe könnte profitieren. Bedenken, es sind die extremst unterbewerteten Goldaktien und Gold und Silber werden steigen. Dadurch können sie nicht mal so weit untergehalten werden. Sie werden die meines Erachtens wie Bungee-Seile in die Gegenrichtung hochschleudern. Das heißt, wie ich das schon gesagt habe, wenn Gold vielleicht mit 25% steigt, können eben gute Goldaktien um 2500% steigen. Das hundertfache mehr sozusagen. Und Gold ist dann gar nicht viel gestiegen. Das konnten wir schon mehrmals beobachten, von diesen Tiefen aus. Ja, wenn man dann zum Beispiel durch diese Goldaktiengewinne mehr physische Ware kaufen kann. Zum anderen kann man auch eben, das ist auch das Interessante von Gold, seinen Lebensunterhalt bestreiten, ohne sein Gold und Silber Port aufgeben zu müssen. Es macht ja eigentlich nur Sinn, Gold und Silber zu diesen Maximalpreisen dann zu verkaufen und andere Assets zu kaufen. Ja, deswegen, wenn die Maximalpreise sind ja 8.000 Goldkaufkraft wird ja geschätzt und Silber 300, also dann nochmal eine Vervierfachung, 25-fachung mit Top-Gold-Aktien, Vervierfachung mit physischem Gold und Silber und dann eben das Reinvestieren, wie damals 1980 in Berkshire Hathaway. Ich habe dann aber hier einfach mal Faktor 50 genommen, was auch immer kommt. Ich sage, es ist so wenig überblickbar, aber man muss einfach das so sehen, die Geschichte ist da einfach noch nicht geschrieben. Was jetzt eben kalkulierbar ist, Anstieg der Goldaktien, auch des Gold- und Silberpreises insgesamt, was danach kommt, werden wir sehen. Aber es wird eine wirtschaftliche Dynamik geben und in diese wirtschaftliche Dynamik muss man dann investieren und dann von Anfang an dabei zu sein. Ganz ähnlich wie 1980. Aber es kann eben doch komplett anders aussehen als damals. Ja, und das würde dann bedeuten, jede 200 Dollar, die man aktuell investiert, könnte dann langfristig, und vielleicht ist es langfristig eigentlich nur 10 bis 15 Jahre, wer weiß, wie schnell das geht, aber das kann man kaum sagen, hat man dann langfristig 1 Million Dollar gemacht. Das ist zumindest eine gute Antwort auf diese ganze Rentenproblematik. Und und das Schöne ist, finde ich auch noch mal, das ist jetzt ich nenne das Ereigniskette, eine Ereigniskette und man kann ja im Prinzip fast jede Woche so eine Ereigniskette aufsetzen. Und die könnten ja immer ein bisschen verschieden sein, ein bisschen unterschiedliche Philosophie, unterschiedliche Goldaktien, unterschiedliche andere Investments beim Reinvestieren und. Und einige werden vielleicht sehr erfolgreich. Und dann kann man sich den Wegfall anderer sehr gut leisten, weil wir tatsächlich nun die Zukunft nicht sehen können. Brauchen wir irgendwie Mittel und Wege, diesen Tribut an die Nichtvorhersagbarkeit der Zukunft muss bezahlt werden. Und vielleicht mit diesen Ereignisketten, mit diesen verschiedenartigen Ereignisketten, treffen wir die Zukunft möglicherweise mit der ein oder anderen Ereignisketten, werden richtige Volltreffer und einige teilweise große Treffer etc.
und wir können davon profitieren. So muss man das vielleicht auch sehen. Also es ist einfach auch ein Tribut und die nicht vorhersagbar. Ja, 1000 Wecker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren. Also diese Goldaktien, Silberaktien, moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir rechnen Potentialfaktor aus Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl der Unzen, Exit-Strategie ist auch mit bei. Wenn Sie den Report kaufen wollen, finden Sie den im YouTube-Link unten verlinkt. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Ja, die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung, schon zum Zollfreilager in der Schweiz eingeladen. Genauso leicht ist der Verkauf, keine Mindestinvestitionssumme und sind auch immer ziemlich günstig gewesen im Vergleich zu vielen anderen Goldhändlern und sind vor allen Dingen immer an Ware gekommen, auch in Krisenzeiten. Sicherlich, auch kann man, falls man das noch nicht kennt, kann man sich das auf alle Fälle mal anschauen. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus, würde dem Kanal auf YouTube helfen. Ja, nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.